wie so eine Modernisierung am Ende auch wirklich erfolgreich sein kann und wie du die Chancen erhöhst, dass dein Vorschlag wirklich auch akzeptiert und umgesetzt wird. Beziehe die anderen mit ein, so früh es geht. Du wirst es nicht alleine schaffen, du brauchst auch die anderen aus deinem Team. Lade deine Kollegen zur Zusammenarbeit ein. Welche Ideen haben sie? Frag die Leute, binde sie aktiv mit ein. Du wirst auch auf viele Skeptiker dabei treffen. Es ist viel bequemer, die Skeptiker einfach beiseite zu wischen und zu ignorieren, wenn sie nicht deiner Meinung sind. Und dennoch sage ich, es lohnt sich, auf sie einzugehen. Hör heraus, warum sind sie denn nun eigentlich skeptisch? Oftmals haben sie auch falsche Annahmen von deinem Vorhaben. Sie haben deine Ziele nicht richtig verstanden. Sie wissen einfach noch zu wenig über das Thema. Ignoriere sie nicht, sperre sie nicht aus von der Diskussion, nur weil sie nicht deiner Meinung sind. Viel besser ist es, wenn du sie auf deine Seite bringst, indem du ihnen aufzeigst, wie sie profitieren können von deinem Vorhaben. Gib dir die Mühe, investiere die Zeit, auch wenn es einem schwerer fällt als bei den Leuten, die einem sofort zustimmen. Überzeug die Skeptiker. Bring sie auf deine Seite, damit sie dich unterstützen. Kommuniziert offen, was denn eigentlich die Ziele eurer Modernisierung sind. Was genau wollt ihr erreichen? Was ist es, das ihr verbessern wollt? Macht das offen, kommuniziert das frühzeitig auch. Dadurch bekommen die Leute sehr viel schneller ein Verständnis, was du denn eigentlich vorhast und können dich auch viel leichter unterstützen. So finde Verbündete. Du wirst immer in deinem Team Leute finden, die ganz genauso denken wie du, die eigentlich auch schon darüber nachgedacht haben, hey, wir müssten da mal was ändern. Und jetzt kommst du und stellst ihnen einen Lösungsansatz vor, den sie verstehen, den sie unterstützen können und den sie gut finden. Und schon hast du einen starken Fürsprecher für dich gewonnen. Finde diese Leute, finde die Gleichgesinnten, die genauso denken wie du und schare sie um dich. Dabei ist es auch ganz wichtig, verschiedene Interessensgruppen einzubinden. Es reicht nicht nur, wenn du mit deinen Lieblingsentwicklern, Kollegen aus deinem Team sprichst. Nein, du musst weiterdenken. Denk mal an andere Teams. Haben die nicht genau die gleichen Probleme? Sprich über das Problem mit anderen Stakeholdern, nicht nur Entwicklern. Wie sieht es eigentlich mit den Testern aus? Wie beeinflusst die das Ganze? Hast du mit ihnen schon mal drüber gesprochen? Was sagt eigentlich dein Product Owner dazu? Die Projektleitung, hat die eine Meinung dazu? Dein Teammanager, wie sieht er das ganze Thema? Beziehe alle Interessensgruppen möglichst früh in das Thema mit ein und schaff die Awareness bei allen Beteiligten. Und wenn du Fürsprecher findest aus den, sage ich mal, etwas höheren Bereichen, die auch mehr zu sagen haben, dann ist das ein ganz großer Schritt, den du gemacht hast, denn dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Thema auch irgendwann kommen wird. Du hast mit Sicherheit von deinem Lösungsansatz, den du ja schon vorgestellt hast, auch einen Prototypen angefertigt, wo man das Ganze auch mal vorführen kann. Wie wirkt sich das eigentlich auf den Code aus? Wie schwer ist es, das in unser Projekt zu bringen? Was muss alles umgebaut werden? Zeig ihn den anderen, zeig ihn deinen Kollegen, zeig ihnen deinen Prototypen und zeig deine Erkenntnisse, die du daraus gewonnen hast. Dokumentiere alle deine Erkenntnisse, gut wie auch schlecht. Dokumentiere sie nicht nur für dich, dokumentiere sie auch für deinen Kollegen. Gesetzt den Fall, ihr könnt weiterarbeiten an dem Modernisierungsthema, dann musst du die Leute, die dich dabei unterstützen sollen und auch wollen, die musst du abholen können, denen musst du auch dein Wissen weitergeben können. Und das geht nur, wenn du deine bisherigen Erkenntnisse auch in irgendeiner Art und Weise schon mal für dich dokumentiert und niedergeschrieben hast. Teile das Wissen, das du dir angeeignet hast, während deiner Forschungsarbeit, wie du das Problem stärker analysiert hast, wie du die Schwächen nachverfolgt hast,
wie du eigentlich darauf gekommen bist auf das Ganze. All das ist Wissen, das du dir angeeignet hast in den letzten Wochen, Monaten, ja vielleicht sogar Jahren. Und ich bitte dich, teile dieses Wissen mit deinen Kollegen. Halte nicht das Wissen, das du dir angeeignet hast, zurück und mach dich zum einzigen Experten für das ganze Thema. Glaub mir, willst du nicht. Du möchtest ja in Zukunft dich vielleicht auch noch anderen Themen widmen können. Und da ist es gut, wenn es nicht nur den einen Experten, in dem Fall du, gibt, der sich bei dem Thema auskennt, sondern dass es mit der Zeit viele Experten für das Thema gibt, die das Thema auch gerne mal weitertreiben können in Zukunft, wenn du dich vielleicht schon anderen neuen spannenden Aufgaben oder Themen widmest. Fang das Thema klein an. Versuch nicht sofort von 0 auf 100 deine Modernisierung im ganzen Unternehmen oder in deinem Team von vorne bis hinten in der ganzen Codebasis durchzudrücken. Arbeite dich Schritt für Schritt voran bei dem Thema. Wir suchen uns die einfachen Themen zum Anfang aus, wo wir unsere Neuerungen auch beruhigt einführen können, wo es schnell geht und wo wir schnell vorankommen. Mit der Zeit, hier sieht man, es wird vielleicht nicht die Architektur schöner von dem ganzen Projekt, weil das in diesem Fall nun mal nicht machbar ist, aber wir schaffen es Stück für Stück, unsere Modernisierung auf die anderen Komponenten im System auszurollen, auch in einem sanften Migrationsprozess, sodass nicht von heute auf morgen alles umgestellt, alles umgeschaltet werden muss, sondern die Leute haben auch noch eine Zeit daran, mitzulernen. Bei den Teams, die du involvieren möchtest in dein Unternehmen, fang möglichst klein an. Finde erstmal die Early Adopters, die von deiner Idee überzeugt sind und auch sich davon die Benefits versprechen, die du ihnen versprichst. Versuch nicht von vornherein das Thema auf alle Teams, die sich bei euch so tummeln, auszurollen. Das wird nicht funktionieren. Denn dieses eine Early Adopter Team wird dir erstmal viele wertvolle Erkenntnisse liefern und du wirst sehr viel dabei noch lernen. Du wirst auch feststellen, dass dein initialer Lösungsansatz, so wie du ihn gedacht hast, vielleicht doch nicht 1:1 funktioniert, sondern dass man da hier und da noch ein bisschen Feinschliff braucht und nochmal etwas nachjustieren muss. Und genau das lernst du zusammen mit diesen Early Adoptern. Dann kannst du mit der Zeit peu à peu, Stück für Stück immer mehr Teams mit ins Boot holen. Gib dem Ganzen etwas Zeit. Fang nicht von 0 auf 100 an, Stück für Stück, klein anfangen und mit der Zeit das Thema immer weiter skalieren und weiter ausbauen. Ohne Teamarbeit geht gar nichts. Sei offen für Änderungen, vor allem an deinem Code. Änderungen an dem Code, den du jetzt initial mal geschrieben hast, als Lösung für das Problem, das ihr identifiziert habt. Und jetzt kommt jemand, dem gefällt dein Code, aber er hätte noch ein paar Verbesserungen. Sei offen dafür. Steh nicht mit verschränkten Armen vor ihm und sag, nö. Sei offen, häng nicht so stark an deinen Code. Lass auch die anderen daran mitarbeiten aktiv. Lass sie contributen. Bitte die Leute aktiv darum, dass sie ihre Ideen mit einbringen. Du hast wahrscheinlich viele Mitglieder in deinem Team, die auch Ideen haben, die sich in einigen Bereichen auch noch viel besser auskennen als du selbst. Lass die Leute mitarbeiten. Versuch es nicht, alles alleine zu machen. Frag die Leute, hey, du kennst dich doch in dem Bereich viel besser aus als ich. Was denkst du denn? Wie könnten wir das Thema dort am effizientesten umsetzen? Hast du eine Idee? Lass die Leute ihre Ideen mit einbringen in das Thema. Ideen, wie man Sachen noch besser umsetzen könnte. Ermutige die Leute dazu, ihre Ideen mit einzubringen. Und das Wichtigste, hör dir die Ideen immer an von den Leuten. Sei offen für die Impulse, die sie dir geben und dem ganzen Thema. Es gibt immer viel zu tun bei so einem Modernisierungsprozess. Lerne, Aufgaben auch mal zu delegieren. Versuche es nicht, alles alleine zu machen. Machen wir uns nichts vor, so eine Modernisierung, die wir da machen, ist oft halt auch so ein Stück Arbeit neben dem Projekt.
Es gibt immer Phasen, in denen hat man mal mehr Zeit dafür, mal weniger Zeit dafür. Und dadurch, dass wir die Themen dann aber auch mal delegieren, sorgen wir automatisch dafür, dass das Thema nicht im Sande verläuft oder stecken bleibt, nur weil du jetzt keine Zeit hast. Wenn es darum geht, etwas an Zielen zu ändern von diesem ganzen Vorhaben, an deiner Idee, Dinge, auf die ihr euch vorher schon geeinigt habt, hebt die Hand, sag, stopp, verstehe ich den Gedanken und wir haben uns aber damals auf genau diese Ziele erreicht. Bleibt bei euren Zielen und verfolgt diese bis zum Ende. Sei offen für all diese Dinge. Bitte die Leute, sich daran zu beteiligen. Lass sie Ideen mit einbringen. Wichtig, achte darauf, dass dadurch nicht das eigentliche Ziel aus dem Blick gerät oder verwässert wird. Sei geduldig. Lerne dich in Geduld zu üben. Es ist nicht einfach, so einen Modernisierungsprozess immer weiter voranzutreiben und immer weiter zu verfolgen. Wenn es dann mal heißt, nein, wir können das nicht machen, nein, das schaffen wir nicht, dann bedeutet das oftmals nicht nein, sondern vielmehr nicht jetzt. Wir sind gerade im Projekt so stark unter Wasser, wir können das jetzt nicht auch noch stemmen und nimm das auch so an. Diese Situation gibt es gibt sie auch sehr häufig. Werte es als, jetzt gerade passt es nicht, aber wir können es uns vorstellen, das in Zukunft mal zu machen. Je größer diese Änderung ist, die du davor hast und die du einführen möchtest in deinem Team, vielleicht sogar in deinem gesamten Bereich oder Unternehmen, je größer diese Veränderung ist, desto länger wird es dauern, bis das Thema zum einen mal ins Rollen kommt und zum anderen auch dann mal wirklich einen Punkt erreicht, wo man sagen kann, okay, das Thema ist jetzt auch mal abgeschlossen. Und damit meine ich nicht Wochen und Monate, sondern wenn das Thema groß ist, auch gerne mal mehrere Jahre. Man muss das Thema am Leben erhalten, damit es nicht im Sande verläuft. Und sei dir dessen bewusst, wenn du Großes vorhast, braucht es auch in der Regel lange Zeit. Auch wenn es mal etwas länger dauert, es lohnt sich immer, sich mit dem Modernisierungspotenzial zu beschäftigen, das du noch hast, die Lösungsstrategien zu erarbeiten, andere mit einzubeziehen in deinen Prozess und das Thema voranzutreiben. Die Leute nehmen das wahr, du kümmerst dich, es ist dir ein wichtiges Anliegen. Du machst das nicht nur einfach so, weil du gerade nichts anderes zu tun hast. Macht es, beschäftigt euch mit Themen, die euch auffallen. Lasst sie nicht einfach so hinten liegen, weil ja, Mai ist halt blöd, irgendjemand wird es schon machen. Auch wenn es natürlich hart ist, sowas neben der eigentlichen Projektarbeit zu machen, es lohnt sich immer. Wenn es dann mal nicht geklappt hat, dass das Thema jetzt angegangen wird, denkt daran, das Thema immer wieder zur Sprache zu bringen. Immer wenn das Thema, das Problem mal wieder auftritt, wenn es mal wieder Wellen schlägt im Team oder in anderen Teams, geh nochmal drauf ein, sag, ja, wir haben uns damit ja schon mal beschäftigt und hätten sogar eine Idee, wie wir das Ganze lösen könnten. Lasst uns doch nochmal zusammensetzen und darüber sprechen, was können wir denn da machen und wie könnten wir denn anfangen. Irgendwann ist der Moment gekommen, irgendwann ist der Zeitpunkt da geht's dann los und auch nur, weil du das Thema immer wieder in den Raum gestellt hast. Es ist ganz wichtig, aus dem Feedback, all den Gesprächen, die man mit den Leuten hat, all das Feedback, das sie dir geben, direkt oder indirekt, lern da draus. Übung macht den Meister. Am Anfang fällt man auch öfters mal auf die Nase, weil vielleicht deine Argumente noch nicht stichhaltig waren, weil dein Prototyp vielleicht noch nicht aussagekräftig war. Aber all das sind Dinge, die kann man lernen und die laufen beim nächsten Mal automatisch besser. Auch wie du mit deinen Kollegen umgehst, sprichst, wie du mit ihnen über das Thema sprichst, wie du sie mit einbeziehst, wie du Aufgaben delegierst. All das sind Dinge, die werden mit der Zeit immer besser funktionieren. Das kann ich dir versprechen. Arbeite daran, arbeite an dir selbst. Trau dir zu, solche Themen auch mal anzugehen und du wirst merken,
Du wirst immer besser darin werden und die anderen nehmen das wahr und sie werden dich immer mehr respektieren als jemanden, der sich einfach kümmert, dem diese Themen wichtig sind. Schreibt doch gerne mal, was sind eure Erfahrungen, die ihr so gemacht habt mit Modernisierung in eurem Projekt. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir gefallen, du hast etwas gelernt und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder.